Moin und herzlich willkommen zu meinem Erklärvideo für die normalen Strategien im verlorenen Paradies. Dieses Video ist für diejenigen gedacht, die sich weitere Kenntnisse aneignen und die Mechaniken im Übergriff genauer lernen möchten. Hier erfährst du, welche Strategien es für den Feuerboss Wright gibt und worauf du achten musst. Zu Beginn erst einmal ein paar Vorbemerkungen zum Spielbereich. Der Raum, in dem wir uns nun befinden, ist anfangs in 4 Bereiche unterteilt. Damit sich alle zurechtfinden und jeder weiß, wo er hin muss, gibt es üblicherweise die folgende Benennung. Der rechte Bereich heißt Lounge oder Restaurant. Der obere Bereich ist die Bühne. Der Bereich vor der Bühne heißt Tanzfläche oder auch Grammophon. Und der linke Bereich ist die Bar oder der Billardtisch bzw. Pooltable. Der Boss Wright befindet sich zunächst im Raum hinter der Bühne. Sobald ein Mitspieler die Bühne betritt, schlägt der Boss die Wand kaputt und verlässt den Raum. Dadurch entsteht ein weiterer Bereich, der einfach nur Raum genannt wird. Wenn also jemand den Namen eines Bereichs nennt, weiß jeder sofort, wo wir hingehen, egal wo man sich gerade befindet. Wie auch beim Tanker gibt es verschiedene Spawnpunkte für die Ads im gesamten Spielbereich. Es gibt je 3 Türen in der Lounge und auf der Bar- bzw. Billardtischseite. In den ersten Phasen der Bossmechanik spawnen jeweils aus den vorderen und hinteren Türen 1 oder 2 Ads. Später folgen Chungas mit Minigun, die je nach Dauer des Bosskampfes erst aus den hinteren, dann aus den mittleren Türen und ganz am Ende auch aus den vorderen Türen herauskommen können. Zwischendurch kann es auch Schildträger geben, die aus den beiden Türen im Raum hinter der Bühne spawnen. Der Boss wird irgendwann auch anfangen, Leitungen zu zerstören, um dadurch kleinere Flächen im gesamten Raum mit lilafarbenen Flammen zu bedecken. Man muss also nicht nur auf die Ads aufpassen, sondern auch gucken, wohin man läuft, damit man keinen Schaden durch das lila Feuer bekommt. Aber wie genau funktioniert eigentlich die Bossmechanik hier? Zu Beginn ist Wright immun und wir können keinen Schaden machen. Wir müssen den Boss also verwundbar machen. Und das tun wir, indem wir die Sprinkleranlagen im Spielbereich nutzen und den Boss mit Wasser übergießen. Erster Bestandteil der Mechanik ist also, den Boss auf eine der Platten zu ziehen, die im gesamten Raum verteilt sind. Dann muss man die Sprinkleranlage aktivieren, die zu der jeweiligen Platte gehört. Und danach beginnt die Schadensphase beim Boss. Die Zuteilung der Platten zu den Bereichen ist identisch zur Aufteilung der Bereiche. Die Sprinkleranlagen werden vom Raum hinter der Bühne aktiviert. Die 3 Platten in der Lounge werden vom Rädchen ganz links bewässert. Das linke mittlere Rädchen bewässert die 2 Platten auf der Tanzfläche. Die 2 Platten auf der Bühne bekommen Wasser vom rechten mittleren Rädchen. Und die 3 Platten auf der Barseite erhalten Wasser vom ganz rechten Rädchen. Zur Erinnerung hängt jeweils ein Notizzettel neben dem jeweiligen Rädchen, der die Platten zeigt, die von der Sprinkleranlage abgedeckt werden. Zur Bossmechanik gehört auch, dass der Boss entweder nach dem Abziehen von 3 Rüstungsbalken oder nach einer gewissen Zeitdauer wieder immun wird. In normalen Runs versuchen wir, die Schadensphasen selbstständig zu beenden und vollständig abzuschließen. Das bedeutet, dass wir 3 Rüstungsbalken an Schaden machen müssen und den Boss dadurch wieder immun machen. Sobald man diese 3 Rüstungsbalken runtergeschossen hat, läuft Wright zu einer der Leitungen, zerstört diese und verteilt lila Feuer auf dem Boden. Aber es gibt auch eine andere Strategie, in der wir den Boss zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt immun machen wollen. Kommen wir nun zu den Details bei den Strategien. Variante 1: 3 Phasen mit Ads-Killen, Boss-Damage, Ads-Killen, wieder Boss-Damage und so weiter. Hier stimmen wir zu Anfang ab, wer gemeinsam mit dem Heiler die Rädchen für die Sprinkleranlage drehen möchte.
Dann besprechen wir, welcher Damage-Dealer welche Seite abdeckt. Ein Spieler übernimmt die Lounge, ein weiterer Spieler die Barseite und der dritte Damage-Spieler kümmert sich um den hinteren Bereich. Der Heiler betritt die Bühne und beginnt den Bosskampf. Er muss am dichtesten am Boss dran stehen, um die Aggro vom Boss zu erhalten. Die anderen 3 Spieler kommen zuerst ebenfalls auf die Bühne, um die Stürmerbuilds mit der Schrotflinte hochzustacken. Sobald die erste Add-Welle spawnt, kümmern sich die Damage-Dealer zunächst um die Adds. Der Heiler läuft mit dem Boss einfach um den Tisch auf der Tanzfläche. Wenn alle Adds getötet wurden, können wir mit der ersten Bossphase anfangen. Der Heiler zieht nun den Boss auf die erste Platte. Das kann je nach Absprache die hinterste Platte eines Bereichs sein oder auch die vorderste, die direkt am Raum liegt. Sobald der Boss auf der Platte steht, dreht der dafür eingeteilte Damage-Dealer das Rädchen für die Sprinkleranlage. Der Boss wird mit Wasser übergossen und nimmt nun Schaden. Wir schießen jetzt alle auf den Boss und versuchen 3 Rüstungsbalken abzuziehen. Dadurch wird der Boss wieder immun und wir haben die Damage-Phase abgeschlossen. Da die Aggro vom Boss auf denjenigen wechselt, der das Rädchen gedreht hat, muss der Damage-Dealer ein bisschen aufpassen und dem Boss ausweichen. Der Boss schlägt nämlich mit seiner Axt nach diesem und löst bei einem Treffer eine Art Klebeeffekt mit dem lila Feuer aus. Damit wir wieder 3 Damage-Spieler für die nächste Adds-Phase haben, holt sich der Heiler nun die Aggro vom Boss zurück. Er dreht einfach an einem Rädchen für eine andere Sprinkleranlage, die noch aktiv ist. Es kann dann ein paar Sekunden dauern, bis die Aggro wechselt, also keine Sorge. Dann beginnt die zweite Add-Phase. Die 3 Stürmer killen nun wieder die Adds in ihren Bereichen und helfen sich auch gegenseitig. Sobald die Adds weg sind, zieht der Heiler den Boss auf die nächste Platte. Derjenige, der beim Rädchendrehen hilft, aktiviert die Sprinkleranlage im richtigen Moment. Dann wird wieder Boss-Damage gemacht, bis die Damage-Phase beendet ist. Der Heiler holt sich im Anschluss die Aggro zurück. Und dann folgt eine weitere Add-Welle und ein Shanga. Die 3 Damage-Dealer killen alle Adds. Und dann startet die letzte Damage-Phase beim Boss. Der Heiler zieht den Boss nun entweder auf die Platte beim Billardtisch oder wieder auf die Platte in der Lounge, wenn der Wasserdruck passt. Der Helfer betätigt ein letztes Mal die zugehörige Sprinkleranlage. Dann machen alle so viel Schaden wie möglich auf den Boss. Hier können verschiedene Buffs eingesetzt werden, die den Schaden erhöhen. Damit sollte die letzte Damage-Phase beim Boss einfach zu beenden sein. Vor dem letzten Rüstungsbalken erscheint zwar wieder der Immunhinweis beim Boss, aber wir schießen hier einfach weiter und killen Wright. Sobald wir den Boss erledigt haben, wird er durch eine Explosion komplett getötet. Stehe hier also nicht zu dicht beim Boss, damit du keinen Schaden bekommst. Sollten wir im Verlauf des Bosskampfes die Damage-Phasen nicht beenden können, weil nicht genug Schaden gemacht wird, ist das nicht schlimm. Wir machen dann so lange mit dem abwechselnden Schaden auf Boss und Adds weiter, bis wir den Boss gekillt haben. Der Raum füllt sich dann zwar immer weiter mit lila Feuer, aber wenn die Damage-Dealer hinter der Bühne und im dort abgelegten Wiederhersteller-Hive stehen bleiben, sollte das kein Problem sein. Nur derjenige, der den Boss zieht, muss ein bisschen aufpassen, wohin er läuft, um nicht durch das Feuer zu rennen.
Dann müssen wir nur noch den letzten Shanga killen und dann ist es geschafft. Kommen wir nun zu Variante 2. Eine Phase, also erst Ads killen, dann dreimal hintereinander Boss-Damage machen und zum Schluss gegebenenfalls alle Ads killen. Bei dieser Variante übernimmt der Heiler das Ziehen des Bosses und das Drehen der Rädchen oft ganz alleine. Das nennt man dann Solo-Kite. Hier müssen wir den Boss jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt immun schießen. Und zwar erst dann, wenn der Boss wieder auf der nächsten Platte steht und gleich wieder mit Wasser übergossen werden kann. Deshalb gut zuhören, wann mit dem Boss-Damage eine kurze Pause gemacht werden muss. Wir beginnen wieder damit, dass der Heiler sich die Aggro holt und die Stürmer ihre Stacks auf der Bühne aufbauen. Dann wird die erste Ad-Welle gekillt. Sobald die Ads weg sind, machen sich die Damage-Dealer für die aufeinanderfolgenden Bossphasen bereit. Der Heiler zieht den Boss auf die erste Platte, stoppt ihn dort, geht schnell ans Rädchen und aktiviert die Sprinkleranlage. Der Heiler behält die Aggro und läuft direkt rüber auf die zweite Platte auf der Bühne. Während der Boss dem Heiler folgt, machen die Stürmer Schaden. Sie achten jedoch darauf, dass sie den Boss nicht komplett immun schießen und lassen ein kleines bisschen vom dritten Rüstungsbalken stehen. Erst wenn der Boss auf der Bühnenplatte ist, wird er immun geschossen. Der Heiler hat jetzt Zeit, an das zugehörige Rädchen zu gehen und die Sprinkleranlage zu aktivieren. Der Boss ist erneut verwundbar und die 3 Damage-Dealer machen wieder Schaden. Der Heiler hat die Aggro behalten und zieht den Boss nun auf die dritte Platte bei den Billardtischen. Sobald der Boss auf der Platte steht, wird er wieder immun geschossen. Der Heiler hat erneut Zeit genug, an das Rädchen zu gehen. Dann folgt die letzte Damage-Phase. Wenn wir es schaffen, den Boss innerhalb eines kurzen Zeitraums zu killen, dann müssen wir nur einen Shanga töten, der während der letzten Damage-Phase spawnt. Danach öffnet sich die Tür und wir können weiterlaufen. Falls hier noch die restlichen Ads nachspawnen, müssen wir nur schnell sein, damit wir nicht doch noch gekillt werden. In diesem Fall ignorieren wir die Ads einfach und laufen weiter. Sollten wir es nicht schaffen, den Boss schnell genug zu killen, dann müssen wir alle Ad-Wellen, die wir bisher übersprungen haben, noch beseitigen, bevor wir weiterkommen. Das ist aber kein Weltuntergang. Wir bleiben einfach im Raum und in der Heilung stehen und killen von dort die Ads. Selbst wenn der Boss ein bisschen Rüstung übrig hat und immun sein sollte, kümmern wir uns in aller Ruhe erst um die Ads und ziehen den Boss danach halt auf eine weitere Platte und beenden die letzte Damage-Phase. Wenn dann alle Ads tot sind, geht es weiter. Vergiss deinen Loot nicht, bevor wir weiter durch das Merit-Anwesen laufen. Im Gang nach dem Bossraum gibt es ein weiteres Sammelobjekt für dich. Für diesen Raum musst du aber den Schlüssel mitgenommen haben, den du nach dem Tanker durch das Öffnen eines Geheimfaches bekommst. Im Anschluss geht es nach unten ins Tunnelsystem. Auch dort gibt es noch ein weiteres Sammelobjekt für dich. Danach geht es weiter zu den letzten Bossen, den Lovebirds. Worauf du hier achten musst und welche Strategien es gibt, erfährst du in meinem nächsten Video. Solltest du weitere Fragen haben, hinterlasse mir deine Frage gerne als Kommentar oder schreibe mir eine Nachricht. Viel Spaß im Übergriff und bis zum nächsten Mal.